Herzlich willkommen zurück zu Fallout Tale of Two Wastelands. Wir sind hier gerade dabei bei der Erweiterung und ich dachte, ich hätte mich da hinten hingeportet schon beim letzten Mal. Dann machen wir es jetzt. Wir haben jetzt rausgefunden, wo sich der Anführer des Stammes befindet. Wir haben Nadine gefunden und müssen jetzt zurück zu Desmond und berichten. Wir waren ja schon ziemlich viel unterwegs, ne? Wir waren eigentlich schon in allen Ecken. Gefühlt zumindest. Dann berichten wir mal. Desmond. Jetzt mal aufräumen können hier. Unfassbar. You infiltrated those tribals yet? Ich bin drin. Ich habe herausgefunden, wo sich Ihr Anführer versteckt. And you didn't go track him down and grill him for information? I'm not your daddy. Don't waste your time checking in. Go find him and figure out what he wants with this place, you moron. Was wissen Sie eigentlich über die Stämme? They're brainless morons who worship some crazy spirit. What's to know? Okay. Back to business. Genau. Mag die nicht. Hast du schon mal gesagt? So, also, dafür mussten wir jetzt wieder herkommen. Hä? Warum? Also, jetzt mehr ernsthaft. Warum? Na gut, dann gehen wir jetzt nach unten. Gucken mal, was wir mit dem dann so besprechen können. Okay, da können wir nicht rein. Das, wer wie was wo. Wer wie was wo. Ach da. Boah, sind das viele Gule. Räumchen. Den müssen wir doch jetzt hier mal... Oh, der ist schnell. Was ist denn hier los? Na, immerhin kommt der mal. Wenigstens das. Ding. Ja, du kannst eigentlich auch gleich mal auf den nächsten schießen hier. Ist ja noch so ein Roamer. Eieiei. Tja. Hä? Ich dachte, wir gehen da jetzt mal ganz entspannt hin und dann... Das gewusst hätte ich mir die Maske aufgesetzt, aber dafür ist es jetzt auch zu spät. Warte mal, so bringt das doch überhaupt nichts hier. Eieiei, das ist ja hier wieder... So, komm mit Shot Double Barrel. So. Jetzt ist Schluss mit lustig hier, Kollegen. Zack. Hast mich jetzt ein letztes Mal gehauen hier. Oh Gott. Hui, das war jetzt überraschend anstrengend. Muss ich sagen. Wir speichern das mal. Oh, die Schrotflinte ist schon ziemlich im Eimer. Die wird nicht mehr lange mitmachen. Schade. Und wir auch nicht. Deswegen gehen wir jetzt einmal zurück und schlafen. Dann können wir jetzt auch noch bis zum Tag warten. Irgendwo mal näher betten. Wenn es nur so einfache sind. So, 3 Stunden, 4 Stunden geht auch.
past the flesh. So. Neuer Versuch. Immerhin, jetzt ist es hell. Wir sehen die Ghule. Mal gucken, was uns dann unten, wie gesagt, erwartet bei dem Typen. Ark and Dove Resting Ground. Deswegen waren ja wahrscheinlich die Ghule unterwegs. Ach, jetzt müssen wir nur hier den Weg irgendwie runterfinden bis an die Küste ran. Das sieht aber gut aus. Perfekt. Das ist noch ein altes Boot. Oh, nee, nicht so einer hier. Wir nehmen mal die Plasma-Pistole. Plasma war ganz gut gegen die. Ist noch mehr. So wieder so unnötig viele Gegner eigentlich. Boah, der kommt aber auch weit. So, haben wir hier die nächste. Ja auch meinen, dass so eine Königin so ein bisschen was Besonderes ist, ne? Ist es aber scheinbar überhaupt nicht. Na immerhin, da wird es ein bisschen schneller. Und dann kommt jetzt noch Nummer 3. Zumindest ist Nummer 3 da eben lang geschwommen. Ja. Wir nehmen mal das hier. Das haut doch gleich viel besser rein. Vielleicht sollten wir auch Energiewaffen einfach nochmal ein bisschen stärken. Ein bisschen hacken können wir ja mittlerweile, meine ich. Also Science machen wir erstmal bis 50. Wir müssen da aufs Boot. Dann gönnen wir uns also noch einmal einen Relax. Gucken uns auch nochmal das Boot hier an, ob da noch irgendwas liegt. Nein. Okay, das Wrecked Setup. Na dann. Benutzen wir den Schlüssel. Sollte jetzt ja erstmal ruhig sein hier. Oder auch nicht. Warum sind denn hier eigentlich auch wieder Meierlurks drin? Ich dachte, er hätte sich immer was Ruhiges ausgesucht. Nein, er begibt sich natürlich in Gefahr. Sieht aber bisher noch gut aus. Was uns nicht angreift, müssen wir nicht töten. Eigentlich ein ganz gutes Motto, oder? At last, yes! Desmond will die, and our long struggle will finally end the only way it could have, with me as the victor! Yes, and you will be able to spread your knowledge across the astral plane for all those wise enough to accept it. No, not astral knowledge, you simpleton! Psychic domination! And that still won't be possible until you destroy Desmond's jamming device! No need to worry, Enlightened One. We shall reconsecrate the mansion,
and remove the impurities disrupting your perfect guidance. Yes, fine. Go destroy the house and its impurities. Just stop that jammer and I'll be free of you morons once and for all. Yes, we shall be free of all limitations. Thank you, Master. We shall be the instrument of your mighty will. Das Hello? wird seltsam. You are a fellow seeker of the higher planes, perhaps? What brings you here? Ich wollte nur mal den Anführer des Stammes treffen. I may be the man who leads our physical affairs, but I cannot claim true wisdom. I take my orders from a higher master, whether it be how to explore higher planes, or the decision to remove the disruptive ghoul. All wisdom comes from the transcendent master. Das heißt, du bist also nicht wirklich der Anführer des Stammes. Would that I was so wise. No, true leadership of the tribe belongs to the higher mind of the enlightened one. Although his mind has moved beyond the need for flesh, his consciousness still returns here to guide our people. I merely interpret his wishes. He manifests here, high on a ledge in the great sea cave's well. Perhaps, if you are fortunate, he will choose to share his wisdom with you. Okay. Dann lernen wir mal ein bisschen was über das Gehirn. Erzähl mir etwas über deinen Stamm. We are a family of dreamers, a band of astral explorers, and a church of the mind. In time, we will be free of the horrors of the base physical world. We will play amongst the pure thoughts of the universe. Wie führst du deinen Stamm an? I know it may seem that I am a brave shepherd to my flock, but the truth is far more humble. I am nothing more than the largest fish in our school, as we swim through the astral seas, exploring, learning, and becoming one. But we are not swimming aimlessly. No, we have a beacon. The shining mind speaks to me in my meditations and guides us always. Warum habt ihr das Anwesen angegriffen? We take no pleasure in violence. Our goal was merely to remove the ghoul. His presence is an offense to the Transcendent Master's astral dominion. I cannot claim to understand the exact reasons that the mansion's resident caused such disruption, however. To understand fully, ask the Master. Das machen wir. Ich möchte es jetzt sprechen hier. Yes, commune with him, while I see to my tribe. There is much to be done. Ja, lass dich nicht fressen. Hallo, holographische Projektion eines Gehirns. So you're the mouse that was scurrying around here? Not much to look at, but at least you're not drooling all over yourself. I can work with that. Now then, perhaps you can be more useful than that simpering spiritualist and his tribe of idiots. Nützlich? Wofür benutzt du den Stamm? At the moment, they've been no use at all, but I have very few options. They can't even seem to remove a single ghoul from a house. Was hast du denn gegen den Ghoul? More than you could possibly imagine with your squishy pink mind. But the only pressing matter at the moment is a device in his possession. He has a jammer that limits my projection range to this pathetic cave. Remove that, and I can extend my reach so much further. Killing Desmond would be a nice plus, but I'm sure we can get around to that later. Okay. Was weißt du denn über Desmond? Desmond. That bag of bones and bile will pay dearly for his trespasses. Were it not for his interference, I would still have a body. Still, its absence has only honed my brilliance, so perhaps I owe him my thanks. An appreciation I'll show in the form of a quick and messy death. War jetzt auch nicht sehr aussagekräftig. Hast du dem Stammesmitgliedern befohlen, das Anwesen anzugreifen? Ja, natürlich, was ist das für eine blöde Frage. Of course I did, but that moron thought it was one of his adult visions. The real goal was to destroy the ghoul's jamming device. Honestly, those fools aren't worth the meat they're made of. A minion that can't follow directions is no use at all. Okay, tschüss. Yes, away with you.
Okay, ich weiß nicht, was genau das ist. Was man da freilässt. Was hier in die Höhle? Da brauche ich mehr Infos. Da können wir noch keine Entscheidung treffen. Außer, dass der Ghoul nervt. Aber das ist ja irgendwie nicht, kann ja nicht das Einzige sein jetzt hier. Na, gucken, wir fragen mal. Was haben wir denn jetzt hier überhaupt für eine Quest bekommen? Sprich mit Desmond, ja. Mal gucken, was da jetzt rauskommt. Vielleicht kann er uns noch mal ein bisschen was über dieses Gehirn sagen. Dass wir dann zu einer Entscheidung kommen können. Der hier nochmal... Oh, da hat der noch Munition. Assault Rifles, noch ein paar Granaten. Interessant. Das holen wir uns mal, bevor das hier gleich vielleicht eskaliert. I knew that little bastard was behind all this. After all these years, he stuck his head out, and this is my chance to cut it off. Figuratively speaking, of course. Also, was ist denn dieses Gehirnding überhaupt? Him. I should have known. My old rival, so close to his family home. Only he would be so stupid. He was once a man, Professor Calvert. The Calverts owned half of Maryland, back when there was a Maryland to own. Members of the Calvert family were influential all over the world. They practically owned a deed to the U.S. government. In their best days, there were no less than 3 Calvert family senators, 7 members of the House, and 2 governors. They even had a top candidate for president, until that scandal with the dog forced them to drop out of the race. I was particularly proud of that one. Du kennst diesen Typen? Was geht hier vor? Calvert is my old rival. Centuries we've played this game. I knew he'd be stupid enough to hide so close to his family home. It's not a matter of hate. It's a matter of destiny. He is my enemy, and I do not suffer any bastard who opposes me to live. I knew he was here, and it is my intent to find him and call down a righteous fucking hammer on his head. Figurative, I mean. His head. Und jetzt soll ich irgendwas anderes machen, richtig? Of course I fucking want you to do something else. You don't expect me to trot around this mud hole myself, do you? Vielleicht solltest du mal auf deinen Ton achten, alter Mann. Oh, what? You think I haven't been shot before? Think that you, over the thousands who have tried, can take me down? You'd best wise the hell up and play along. I'll get what I want, and you'll get rich, and then we can go about our separate goddamn ways. Okay, was soll ich denn machen? So, those half-wits are getting messages from the professor, right? So he's off somewhere, broadcasting to him. But without those buggers to do things for him, he can't do much for himself. So, we cut off his ability to talk to him, and he'll need to try harder. Maybe then I can find the squishy little worm and finish him off for good. Und wie fahren wir ihn runter? If I know the professor, he's using a high-frequency cognitive sign broadcast. I have the perfect device to jam up that little worm's talk box. All you need to do is take it to the highest point around and install it. Easy, right? Ich habe Höhenangst. Well, that's just too bad, ain't it? But since you're so afraid, attach the thing to one of the cars and then spin it around to get it to the top. I'll watch from here and turn it on when it's ready. Then we'll see where our little professor is. Now go. Ich hoffe, ich kann mit dem dann auch nochmal sprechen. Weil, ja, wir sind Rivalen. Finde ich ein bisschen schwach als Grund. Keine Ahnung. Wir sind halt in irgendeine Rivalengeschichte reingezogen worden. So, hier müssen wir hin. So, der Typ will ja, dass wir es zerstören, ne? Oder können wir nochmal mit dem Typen quatschen vorher? Das wäre natürlich auch nochmal interessant.
ich probiere das mal. Wir probieren da mal was. Kann ich mit dem noch mal reden? Das würde ich jetzt ja feiern. Achso. Ihr sollt ja auch wieder was sehen. Ich will doch nicht gegen den kämpfen. Ich fürchte, uns bleibt keine andere Wahl, ja? Mal gucken. Wie hartnäckig der ist. Ne, wir können nicht mit dem reden. Schade. Das ist schade. Dann halt doch hier hin. Dann ist es halt doch sehr linear. Gut. Dann gehen wir zum Riesenrad. Schön, dass das aber noch eine Bedeutung bekommt. Stimmt, hier waren wir noch nicht. Aber sind auch nur Maulwurfsratten. So. Ja, ich wollte gerade nachladen. Wenn man dann auf die Maulwurfsratte guckt, ja, schwierig. So. Noch einmal außen rumlaufen. Nehmen wir nochmal den Hund hier mit. Auch gar nicht mehr weit bis zum nächsten Level ab. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, wie war das im Grundspiel? Das Level. Max Level 30 wahrscheinlich. Mit den DLCs dann 50. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, wie hoch unser Maximallevel sein wird. Aber ich würde jetzt einfach mal auf die 50 tippen. So, hier waren wir schon. It is I, Professor Calvert. Don't bother looking around. I'm in your mind. Na, fantastisch. But aren't you Desmond's faithful little employee? Coming to gum up my work, are we? Well, I have a better idea. Natürlich. How about instead of playing his game, you destroy that nasty little device? Deposit it in the nearby trash compactor and we will never have to worry about it again. I assure you that the gratitude of Professor Calvert is worth a great deal more than that of a washed-up old limey. Ja, wie gesagt, woher soll ich jetzt wissen, was besser ist? Aber ich fand den Desmond sehr unsympathisch. Der andere hat mein Gehirn geentert. Komm, wir packen es hier rein. Wir schmeißen es in den Müllpresse. Excellent. I knew that you would make the right choice. And now it is time for Desmond to meet his end. He's made a fatal mistake. Return to Calvert Mansion. I have something there that I'd like you to see. Alles klar. Was das wohl sein könnte? Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.